Hallo, ich möchte euch kurz die Bücher vorstellen, die ich im November gelesen habe. Als erstes den Roman An Absolutely Remarkable Thing von Hank Green. Das Buch habe ich dank einer Empfehlung gelesen. Es ist ein Jugendbuch, in dem plötzlich weltweit sowas wie riesen Metallstatuen auftauchen. Die Hauptperson ist April May. Sie denkt zuerst, dass die Statue in ihrer Stadt ein Kunstobjekt ist und wird dann über Nacht berühmt, weil sie die erste Person ist, die von diesen Statuen berichtet. Ich fand besonders interessant, wie so Social Media dargestellt wurden und auch so Ruhm und Berühmtsein thematisiert wurden. Insgesamt ist es ein Jugendbuch mit Sci-Fi-Elementen und queeren Charakteren. Mich hat dieses Buch auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Dann habe ich in diesem Monat auch eine Sammlung von Kurzgeschichten gelesen, und zwar in diesem Fall Meet Cute. Das ist eine Sammlung von so Liebesgeschichten mit romantischen Tropes. Ich habe mir so eine Sammlung von Geschichten erhofft, die leichte Unterhaltung sind und so wohl portioniert, dass ich einfach wieder so ein bisschen leichter ins Lesen reinkomme. Das habe ich auf jeden Fall erhalten. Die Geschichten handeln sowohl von hetero- als auch von queeren Pärchen. Es gibt, soweit ich weiß, nur eine Transautorin in diesem Buch und deren Geschichte fand ich leider auch enttäuschend. Das ist auch der einzige Charakter, die einzige Hauptperson, die auch trans ist. Ähm, aber diese Person dient eigentlich nur als so ein Charakterentwicklung, Wissensspeicher für eine Cis-Person. Aber ich würde schon sagen, dass die Sammlung okay war. Es gab auf jeden Fall auch ganz nette Geschichten da drin. Ich habe im November 2 Non-Fiction-Bücher gelesen. Als erstes die Biografie von Andreas Narkic über Rassismus und Widerstand, eine US-amerikanisch-deutsch-äthiopische Lebensgeschichte. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Andreas Narkic wurde als Kleinkind von einer weißen US-amerikanischen Familie adoptiert, die dann in den 60er Jahren mit ihm nach Deutschland ausgewandert ist. Eine sehr bewegende Lebensgeschichte auf jeden Fall. Das Buch enthält auch noch zusätzlich einige Hintergrundinformationen über die Gesellschaft in Deutschland oder den USA zu der Zeit, zum Beispiel zum amerikanischen Adoptionssystem. Mir hat dieses Buch so gut gefallen, dass ich ein extra Video dazu gemacht habe, in dem ich noch etwas mehr auf den Inhalt und auch auf den Aufbau von diesem Buch eingehe. Insgesamt hier möchte ich aber dieses Buch auf jeden Fall einfach sehr empfehlen. Und als letztes das Buch Black on Both Sides, A Racial History of Trans Identity von C. Riley Norton. Dieses Buch ist ein wissenschaftliches Buch, was mit Hilfe von historischen Beispielen zeigt, dass Transsein und Blackness eigentlich schon immer so miteinander verknüpft waren. Diese Beispiele sind sehr unterschiedlich, von medizinischer Forschung an schwarzen, versklavten Cis-Frauen über drei Klassiker von schwarzen Autoren bis hin zu der Person Philip Divine, die zusammen mit Brandon Teena umgebracht wurde. Von Brandon Teena habt ihr vielleicht schon mal gehört bei dem Film über den Film Boys Don't Cry, wo Philip Divine einfach weggelassen wurde. Insgesamt gibt es 5 Themenbereiche mit mehreren Beispielen. Ich fand das ganze Buch auf jeden Fall sehr informativ und interessant. Es ist ein wissenschaftliches Buch, es gibt also mehrere Hinweise auf bereits andere wissenschaftliche Arbeiten, was die eigene Recherche vielleicht auf jeden Fall voranbringt. Weil es aber ein wissenschaftliches Buch ist, ist es sprachlich auf jeden Fall anspruchsvoll. Ich habe es sehr langsam gelesen und ich würde auch sagen, dass mein vorheriges Studium der Soziologie mir auf jeden Fall geholfen hat, dieses Buch zu verstehen, den Sprachgebrauch zu verstehen. Sollte euch das nicht abschrecken, kann ich dieses Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Das waren alle Bücher, die ich im November gelesen habe. Wie immer, wenn ihr mehr zu einzelnen Büchern wissen wollt, schreibt mir eure Fragen sehr gerne in die Kommentare. Auch über Buchempfehlungen freue ich mich dort sehr. Bevor ich das Video beende, wollte ich euch noch auf den Kwanzaa Reflektathon hinweisen, der wie die letzten 2 Jahre auch wieder von Jerry von Onyx Pages organisiert wird. Hier geht es darum, das Lesejahr 2020 zu reflektieren mit Hilfe von den Kwanzaa-Prinzipien. Und genau, ich habe die letzten Jahre daran teilgenommen und fand es auf jeden Fall immer sehr spannend. Ich werde ein Video unten in der Beschreibung verlinken,
aber sonst könnt ihr auch einfach nach dem Hashtag Kwanzaa Reflectathon suchen. Damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Bis bald!